Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Krebs zählt zu den größten Herausforderungen der modernen Medizin und ist für viele Menschen ein angstbesetztes Thema. Das Buch Krebszellen mögen keine Himbeeren von Prof. Dr. Médassé Richard Béliveau bietet einen innovativen Ansatz im Kampf gegen diese Krankheit. Anstatt sich ausschließlich auf medizinische Interventionen zu verlassen, rückt Béliveau die Kraft unserer Ernährung ins Zentrum der Vorbeugung und begleitenden Behandlung. In diesem vollständig überarbeiteten und aktualisierten Bestseller erläutert der Autor, wie bestimmte Nahrungsmittel unsere Immunabwehr stärken und das Krebsrisiko nachhaltig verringern können. Gleichzeitig beleuchtet er wissenschaftliche Hintergründe, etwa wie sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien die Entstehung und das Wachstum von Tumorzellen hemmen können. Dabei werden die neuesten Forschungsergebnisse leicht verständlich und spannend präsentiert, sodass sowohl medizinische Laien als auch Fachinteressierte von diesem Buch profitieren. Béliveau verbindet fundierte Wissenschaft mit praxisnahen Empfehlungen für den Alltag. Dieses Buch ist nicht nur als Ratgeber für Betroffene und deren Angehörige gedacht, sondern auch als Inspirationsquelle für alle, die ihre Gesundheit langfristig erhalten und stärken wollen, durch bewusste Ernährung und ein aktualisiertes Verständnis, wie Nahrungsmittel gezielt zur Krebsprävention beitragen können. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Rolle der Ernährung in der Krebsprävention. Ein zentrales Thema des Buches ist, wie maßgeblich unsere tägliche Ernährung das Krebsrisiko beeinflusst. Béliveau erläutert, dass viele Krebsarten eng mit unserem Lebensstil und insbesondere unserer Ernährung verbunden sind. Er zeigt anhand epidemiologischer Studien, dass Menschen, die sich ausgewogen und pflanzenbetont ernähren, deutlich seltener an Krebs erkranken. Industriell verarbeitete Lebensmittel, übermäßiger Fleischkonsum und zu viel Zucker erhöhen das Risiko, während Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und bestimmte Gewürze schützende Effekte haben. Professor Béliveau beschreibt die Mechanismen, mit denen sekundäre Pflanzenstoffe die Entstehung von Tumorzellen hemmen können. Sie neutralisieren freie Radikale, verhindern Entzündungen und beeinflussen Signalwege, die das Zellwachstum steuern. Die Leserinnen und Leser erfahren, welche Nahrungsmittel besonders vorteilhaft sind, wie man sie in den Speiseplan integriert und warum eine möglichst abwechslungsreiche, farbenfrohe Ernährung das Immunsystem am besten unterstützt. Zweitens: sekundäre Pflanzenstoffe als natürliche Schutzfaktoren. Ein weiteres wichtiges Thema sind sekundäre Pflanzenstoffe, die in Obst, Gemüse, Kräutern und Beeren vorkommen. Laut Béliveau sind sie die eigentlichen Schlüsselfaktoren für die Schutzwirkung vieler Nahrungsmittel vor Krebs. Im Buch werden spezifische Gruppen wie Polyphenole, Flavonoide und Carotinoide ausführlich beschrieben. Diese Substanzen wirken antioxidativ und entzündungshemmend, können aber auch die Signalübertragung in Krebszellen so beeinflussen, dass deren Wachstum gehemmt oder sogar der programmierte Zelltod, Apoptose, ausgelöst wird. Der Autor verweist auf zahlreiche Labor- und Tierstudien sowie auf epidemiologische Untersuchungen, die eine signifikante Risikosenkung durch regelmäßigen Verzehr bestimmter Lebensmittel nahelegen. Besonders hervorgehoben werden Himbeeren, Brokkoli, Kurkuma und grüner Tee. Die praktische Integration dieser Lebensmittel in den Alltag wird anschaulich erklärt und mit wissenschaftlichen Fakten untermauert. Drittens: Das Immunsystem stärken. Strategien gegen Krebs. Das Immunsystem spielt im Kampf gegen entstehende Krebszellen eine entscheidende Rolle. Béliveau verdeutlicht, wie ein geschwächtes Immunsystem die Krebsentwicklung begünstigt, während ein aktives Immunsystem Tumorzellen frühzeitig erkennt und vernichtet. Im Buch werden diverse Wege vorgestellt, das Immunsystem gezielt zu unterstützen, nicht nur durch die Ernährung, sondern auch durch Bewegung, Stressreduktion und gesunden Schlaf. Konkret geht der Autor darauf ein, wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamine, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe die Immunzellen stärken und die Produktion entzündungshemmender Botenstoffe anregen. Der Leser erhält klare Handlungsanleitungen, wie man das Immunsystem im Alltag stärken kann, immer basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dadurch wird deutlich, wie vielfältig Ernährung und Lebensstil ineinandergreifen und gemeinsam ein stabiles Abwehrbollwerk gegen Krebs bilden.
Viertens. Wissenschaftliche Evidenz und aktuelle Studienlage. Professor Béliveau legt großen Wert darauf, alle Aussagen mit aktuellen, anerkannten Studien zu untermauern. Das Buch bietet daher einen breiten Überblick über die wissenschaftliche Datenlage zur Ernährung und Krebsprävention. Neben klassischen Ernährungsstudien werden auch moderne molekularbiologische Erkenntnisse präsentiert, etwa wie bestimmte Stoffwechselwege durch Nahrungsmittel beeinflusst werden. Der Autor nimmt kritisch Stellung zu Mythen und Falschinformationen, die in Internet- und Boulevardpresse kursieren, und erklärt, woran man seriöse Empfehlungen erkennt. Darüber hinaus werden aktuelle Forschungstrends wie die Rolle des Mikrobioms und personalisierte Ernährung angesprochen. Für den Leser bedeutet dies ein hohes Maß an Informationssicherheit. Die praktischen Empfehlungen beruhen nicht auf Modediäten, sondern auf solider Wissenschaft, die regelmäßig aktualisiert wird. Das hilft, fundierte und nachhaltige Entscheidungen für die eigene Gesundheit zu treffen. Schließlich praktische Umsetzung und Alltagstipps. Trotz aller wissenschaftlichen Tiefe bleibt das Buch immer lebensnah. Béliveau ist es ein Anliegen, die Brücke von der Forschung in den Alltag zu schlagen. Er liefert konkrete Rezepte, Einkaufstipps und Menüvorschläge, die zeigen, wie man eine krebsvorbeugende Ernährung einfach und nachhaltig umsetzt. Besonderes Augenmerk gilt der Auswahl saisonaler, frischer und unbehandelter Lebensmittel. Zudem werden potenzielle Fallstricke wie versteckter Zucker, ungesunde Zusatzstoffe und zu hohe Portionen beleuchtet. Auch Ernährungsumstellungen werden berücksichtigt, etwa für Menschen mit Vorerkrankungen oder besonderen Ansprüchen. Ziel ist es, Genuss, Gesundheit und Prävention harmonisch zu verbinden, ohne dogmatisch zu werden oder auf Genuss zu verzichten. Der Leser soll motiviert werden, Schritt für Schritt seine Essgewohnheiten zu optimieren und dadurch nachhaltig in die eigene Gesundheit und Lebensqualität zu investieren. Zusammenfassend: Krebszellen mögen keine Himbeeren von Professor Dr. Med. Richard Béliveau ist ein unentbehrlicher Wegweiser für alle, die aktiv ihre Gesundheit unterstützen und das Risiko für Krebserkrankungen senken möchten. Das Buch richtet sich sowohl an präventiv interessierte Menschen als auch an Betroffene und Angehörige, die ergänzend zur schulmedizinischen Therapie effektive Lebensstilmaßnahmen ergreifen wollen. Besonders geeignet ist es für Menschen, die fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse schätzen und praktische Anleitungen für ihren Alltag suchen. Durch die klar und verständlich dargestellten Informationen lassen sich Empfehlungen direkt umsetzen, was den Einstieg in eine gesündere, krebsvorbeugende Ernährung erleichtert. Die Mischung aus fundierter Wissenschaft und praxisnaher Lebenshilfe macht das Buch einzigartig. Im Unterschied zu vielen anderen Ratgebern verzichtet Béliveau auf einfache Schwarz-Weiß-Muster und unseriöse Versprechen. Stattdessen bietet er nachprüfbare, ständig aktualisierte Empfehlungen, die auf dem neuesten Stand der Forschung basieren. Wer Gesundheit aktiv gestalten und das Krebsrisiko auf natürliche Weise senken möchte, findet in diesem Buch einen wertvollen Schatz an Wissen und Inspiration. Ein weiteres Argument für den Kauf ist die umfassende Aktualisierung, die neueste Studien und Erkenntnisse berücksichtigt. Damit ist der Leser stets bestmöglich informiert. Dieses Buch lohnt sich für alle, die ihre Ernährung gezielt zur Vorbeugung und als unterstützenden Bestandteil im Umgang mit Krebs nutzen möchten. Im Vergleich zu weniger wissenschaftlich fundierten Alternativen bietet es Sicherheit und Orientierung auf höchstem Niveau. Wenn Sie unterstützen möchten: Professor Dr. Med, Richard Béliveau, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.